Heute üben wir gemeinsam für die Höhe. Das heißt, wir nehmen uns die chromatische Tonleiter raus und spielen heute stufenweise bis zum D3 nach oben. Also dein Horn gepackt und mitgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. Heute geht es wieder in die Höhe. Das heißt, wir nähern uns stufenweise dem D3 an, spielen chromatisch von C2 zu C3, dann dementsprechend von C3 zu Cis3 und im letzten Schritt gehen wir bis zum D3 nach oben. Das Ganze läuft chromatisch von C immer bis zu den genannten Spitzentönen und eben wieder zurück. Das heißt, wir haben dort immer einen lockeren Einstieg, eine Anspannung und dementsprechend natürlich wieder nach unten die Entspannung. Los geht's. Die Noten siehst du hier. 1, 2, 3. Das war der erste Schritt. Im nächsten Schritt spielen wir die Übung schneller, aber auch mit Wiederholung. Das heißt, wir gehen zweimal nach oben und dementsprechend natürlich auch zweimal nach unten. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, das war der erste Schritt. Wie gesagt, im zweiten Schritt gehen wir jetzt nach oben bis zum Cis. Wichtig dabei ist, wir halten unser Spielgefühl absolut bei. Also nicht oben versuchen nachzudrücken oder noch einen draufzusetzen mit Luft, sondern geh immer über die Technik ran. Das heißt, wenn du bis zum C3 nach oben kommst, das Cis3 ist nicht weit weg. Das heißt, da mit dem Ansatz nochmal etwas nachfassen, etwas kräftiger einrollen die Lippen, schmaler denken und dann schaffst du es auch locker bis zum Cis3 nach oben. Los geht's auf dem C. 1, 2, 3. Jawohl, und auch wie vorhin, im zweiten Schritt jetzt doppeltes Tempo, das heißt, wir spielen auch zweimal natürlich nach oben. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und dann haben wir auch den zweiten Schritt schon absolviert. Und wie gerade eben schon gesagt, gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen bis zum D3 nach oben, dass wir auch darüber über das Cis hinaus blasen können. Auch da an der Stelle wieder, löse es nicht über die Kraft, also nicht das Brutale ist jetzt im Fokus, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du es etwas leiser spielst, hast du auch die Möglichkeit, mehr auf deine Technik, auf Ansatz, auf Lippe zu achten, dass du oben dann dementsprechend noch einen Halbton höher kommst. Los geht's auf dem Weg zum D3 auf die gleiche Art und Weise wie gerade eben schon im Schritt 1 und im Schritt 2. Erstmal langsam und dann dementsprechend doppeltes Tempo und dann natürlich auch doppelt gespielt. Los geht's. 1, 2, 3. Und da wird die Luft natürlich knapp, weil die Übung immer länger wird. Dementsprechend müssen wir natürlich auch versuchen, dann das Tempo etwas höher zu ziehen, damit wir dann auch gleich die Wiederholung auch noch schaffen, auf einem Atemzug eben. Los geht's. 1, 2, 3. Na, in dem Tempo ist es dann kein Problem mehr. Und so können wir natürlich dann unsere Übungen ausweiten und dementsprechend natürlich auch noch höher spielen. Nimm erstmal das C,
dann das Cis und das D als Spitzentöne. Und wenn das gut läuft und du merkst, das D3 ist für dich überhaupt kein Problem, dann kannst du es natürlich auch mit S, E, F nach oben hin erweitern, soweit wie du eben dein Training intensivieren möchtest. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und welche Erfolge du erzielt hast oder ob du Fragen hast, dann natürlich auch rein damit und dann klären wir alles weitere. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.